Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Panto Art hat ein neues Projekt und dieses Projekt heißt 5 Minuten mit. Und das mit ist ein Gast. Und heute haben wir hier Jutta Wendt, die ich ganz herzlich begrüßen möchte hier in der Galerie. Danke, freut mich, dass du da bist. Ja. Ich bedanke mich. Im Vorfeld habe ich Jutta bereits Fragen zugesendet und wir sind schon ganz neugierig, was sie uns auf diese Fragen antworten wird. Und die erste Frage, beziehungsweise es ist ein Assoziationsspiel, sei so nett und sag uns in 5 Wörter, die deine Kunst beschreiben. Wie schaut das aus? Realistisch, surreal, das Porträt, Vielfältigkeit und alles. Wow, das klingt schon immer sehr interessant. Kannst du da Details ein bisschen dazu sagen? Bei Surreal ist meine Symbolträchtigkeit ein wichtiger Faktor bei den Bildern. Naturalistisch ist die Basis meines ganzen Malstils. Das Porträt ist das Hauptthema, der Mensch ist das Hauptthema meiner Kunst. Vielseitigkeit und Vielfältigkeit durch die Techniken Kohle, Aquarell, Pastell, Öl auf Leinwand, die Themen Porträt, Akte, Tiere, Stillleben, Landschaften und auch Kopien alter Meister. Und mit alles meine ich... Hast du eh schon alles gesagt, ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die ersten Antworten. Und wir gehen gleich weiter zur zweiten Frage, weil wir sind natürlich neugierig, möchten wissen, was treibt dich denn an oder was inspiriert dich denn überhaupt, Kunst zu machen? Für mich genügt ein Impuls, ein Foto von einer berühmten Person oder von einer Persönlichkeit zu sehen und wenn ich davon begeistert bin, die Begeisterung, die Emotion, das Gefühl zu dieser Person oder zu dem Motiv, das ich male, das ist eigentlich meine Inspiration. Das Wichtigste, das Gefühl und der Schaffensprozess ist dann die Kommunikation mit dieser Person, die ich dann in Verbindung, gar wenn diese Person sogar verstorben ist, habe ich eine innige Verbundenheit aufgebaut. Das klingt sehr interessant, ja, und wie du ja schon vorher gesagt hast, da du ja so alles mit allen möglichen Techniken, ist es leicht nachvollziehbar, dass die Kunst an sich dich inspiriert, weiter neue Kunst zu machen sozusagen. Ja. Auf jeden Fall. Alles klar, ja. Ja, wir sind schon mitten in Fragen. Und die nächste Frage kommt schon. Und die Antwort interessiert uns ganz, ganz brennend, ja, was die Jutta uns antworten wird. Nämlich, wir würden gerne wissen, wie zeigst du deine Kunst oder wie präsentierst du deine Kunst in der Öffentlichkeit? Wo und wie kann man dazu kommen, deine Kunst zu sehen? Erzähl uns ein bisschen was davon. Durch meine Homepage, durch die Videos auf YouTube bei dir, bei den Vernissagen, hatte ich die 8. Vernissage in diesem Jahr und zugleich die 80. insgesamt. Unglaublich. Und 40 Jahre Kunstjubiläum hatte ich voriges Jahr in meinem Atelier gefeiert. Das wurde Wahnsinn! Das wurde angekündigt im ORF in Niederösterreich heute. Cool! Ja, da habe ich mich sehr gefreut darüber. Und durch die NÖN, die niederösterreichischen Nachrichten, da das Atelier im Berg in Niederösterreich ist, und das Wiener Bezirksblatt, durch den Verein Kunstprojekte, wo ich seit 2020 Mitglied bin, der Ausstellungskatalog vom Verein Kunst schaffen
und ein Porträt von Michael Hirte im Innencover der neuesten CD, Love Hurts. Das ist eine coole Sache, ja. Ja, toll. Toll. Also allerhand sozusagen, wer an der Kunst von Jutta Wendt interessiert ist, wird kein Problem haben, was von ihr zu finden. Und die Homepage ist ein guter, ein heißer Tipp, ja. Danke. Ja, wunderbar. Und wir kommen gleich zu unserer nächsten Frage, die ein bisschen, ja, was bzw. welches Kunstwerk, wenn du die Möglichkeiten dazu hättest, würdest du gerne besitzen und warum eigentlich? Das möchten wir gerne wissen. Es ist die Mona Lisa. Wow. Warum? Verrätst du uns das bitte? Ich würde sie gern besitzen, da sie ein großes Geheimnis für mich darstellt. Die Frage, warum ist dieses Kunstwerk so weltberühmt, ist natürlich auch ein großes Geheimnis. Aber ich frage mich, was wäre gewesen, wenn ich damals die Mona Lisa gemalt hätte? Wow, cool, coole Idee, coole Vorstellung, ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann zu unserer nächsten Frage. Was bringt die Zukunft? Wie schaut es aus? Was können wir in der nächsten Zeit von dir erwarten? Ich habe mir vorgestellt, im Kreisky Park beim Aktionismus am Bruce Day mitzumachen, ein Krokodil im Kreisky Park. Wow, ein Günter Bruce Tag sozusagen. Wann ist denn das genau? Am 6. Juli 2021 um 11 Uhr im Kreisky Park. Ja, ich nehme an, du wirst jetzt keine Details offenbaren. Wir sollen alle kommen und dann diesen Aktionismus selber erleben. Ja, und noch weiter? Gibt es neue Pläne, also noch weitere Pläne? Ja, eine Ausstellungsbeteiligung am 4. August in der Galerie am Park im 6. Bezirk durch den Verein Kunst schaffen. Die Welt ist nicht schwarz-weiß mit dem Titel. Das stimmt allerdings, ja. Und noch weiter? Gibt es noch andere Pläne? Dann bei dir, lieber Banto, 1000 Worte. Alles klar. Und Prost Mahlzeit. Da freue ich mich schon drauf, ja. Ja, super. Liebe Jutta, es war ein riesengroßes Vergnügen, dich hier als Gast in Panto Art zu haben. Und wir freuen uns natürlich schon auf noch weitere, viele Ausstellungen mit dir und deiner wunderbaren Kunst. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten 5 Minuten mit